Hallo zusammen. Heute koche ich Fleisch im Reverse-Stil. Zuerst brate ich es im Ofen, dann mariniere ich es. Es ist nicht nur lecker, es ist sehr lecker. 2 Kilogramm Schweinebauch. Für dieses Rezept können Sie jedes Stück Schweinefleisch verwenden. Ich habe Schweinebauch gewählt. Wenn Sie große Stücke haben wie ich, schneiden Sie sie in kleinere Stücke. Legen Sie die Backform mit Backpapier aus. Frischer Knoblauch. Ich stecke Stücke frischen Knoblauchs in ein Stück Schweinebauch. Sie können auch Karotten verwenden. Wenn Sie Schweinerippen verwenden, entfernen Sie unbedingt die Silberhaut. Bestreichen Sie die Fleischstücke großzügig mit raffiniertem Oliven- oder Sonnenblumenöl. Wichtig ist, dass Sie das Fleisch von allen Seiten gut mit Öl bestreichen. Beginnen Sie mit dem Braten für 15 bis 20 Minuten bei 240 bis 250 Grad Celsius, Ober-Unterhitze. Wir brauchen eine schöne Kruste auf dem Fleisch. Nach 15 bis 20 Minuten das Fleisch wenden. Reduzieren Sie die Ofentemperatur auf 200 Grad Celsius. Braten Sie weitere 40 bis 60 Minuten bei 200 Grad Celsius. Bereiten wir die Marinade zu. 140 Milliliter Sojasauce. 50 Milliliter grobkörniger Senf, 50 Milliliter Unagi-Sauce oder Honig. Gut verrühren. Während des Bratens habe ich das Fleisch erneut gewendet, damit es von allen Seiten bräunt. Braten Sie weiter, bis die Kerntemperatur des Fleisches 85 Grad Celsius erreicht ist oder klarer Saft beim Anstechen austritt. Geben Sie einen Teelöffel schwarzen Pfeffer in die Marinade. Fügen Sie auch etwas Salz hinzu, wenn die Sojasauce nicht sehr salzig ist. Nehmen Sie das Fleisch aus dem Ofen und übergießen Sie es sofort heiß mit der Marinade. Lassen Sie das Fleisch vollständig in der Marinade abkühlen.
In dieser Zeit können Sie das Fleisch einmal wenden, damit es ganz von der Marinade bedeckt wird. Wenn das Fleisch vollständig abgekühlt ist, beginnt die letzte Marinierphase. Sie brauchen Ziploc-Beutel. Legen Sie die Fleischstücke in die Beutel. Sie können 1 oder 2 Stücke pro Beutel hineinlegen, je nach Größe der Stücke und nach Ihrem Wunsch. Wir verwenden auch die Marinade. Sie muss gleichmäßig auf die Beutel verteilt werden. Machen Sie das mit einer Waage oder einem Messbecher. Gießen Sie die Marinade in jeden Beutel. Schließen Sie nun den Beutel, lassen Sie eine kleine Öffnung. Entfernen Sie die Luft mit einem Trinkhalm. So dass die Marinade das Fleisch vollständig bedeckt. Verschließen Sie den Zipbeutel und rollen Sie ihn ein. Sie können auch ein Vakuumgerät verwenden. Lassen Sie das Fleisch 2 bis 3 Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Legen Sie das Fleisch dann in den Kühlschrank. Der Marinierprozess dauert 2 bis 3 Tage. Am besten schmeckt mir dieses Fleisch am 3. Tag des Marinierens. Das Schwierigste an diesem Rezept ist das Warten. Nach 3 Tagen ist das Fleisch verzehrfertig. Schauen wir uns an, wie es geworden ist. Das Fleisch wird sehr zart und geschmacklich perfekt. Lagern Sie es im Beutel im Kühlschrank. Für eine längere Lagerung legen Sie das Fleisch im Beutel in den Gefrierschrank. Im Gefrierschrank können Sie das Fleisch bis zu 4 Monate aufbewahren. Vor dem Verzehr im Kühlschrank auftauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Tag.